wir haben ein neues Päckchen für euch. Und zwar ist endlich unsere Ersa angekommen. Ja, hat ja eine kleine Weile gebraucht, ne? Und zwar nur so 2 Jahre. Ja, ich bin auch gespannt, ob alles heil ist oder Ja. nicht ganz. Die haben sich sehr viel Mühe mit Laser gegeben, wie es aussieht. Nur mal so, dieses Päckchen, solltet ihr das Mira Jane Video gesehen haben, ne? Dieses Päckchen ist doppelt so breit, ne? Also breit wie Mira Jane. Und ein bisschen höher. Bisschen höher und ein bisschen länger, so in die Richtung. Ja. Ja, und das bedeutet, sollte euch das Video gefallen, lasst uns doch bitte ein Abo und ein Like da. Werdet so ein Teil unserer kleinen Geek-Gilde. Und somit viel Spaß beim Zuschauen. Viel Spaß! Wir haben es geschafft, die Tesaschicht wegzumachen. Es hat erstmal 20 Minuten gedauert. Locker. Wir mussten zuerst die Plastikteile hier wegnehmen. Ja, die sehen so aus. Genau, also die Verstärkungen. Bis wir die frei hatten, hat es erstmal eine Weile gedauert und dann war es eigentlich recht einfach. So. So, endlich. Wir kommen weiter. Alles sieht schon echt gewaltig aus. Ich würde das Ganze mal so kippen. Ich dachte irgendwie, dass mehr Puffer drin ist, aber wie es aussieht, ist das Ding wirklich so groß. Ich weiß noch nicht mal, ich dachte, wir sollten es auf den Boden stellen, um das wirklich auszupacken und so vorsichtig. Zieh dich kaputt? Ja, natürlich. Geschafft. Okay. Wisst ihr noch, wie wir gesagt haben, dass Mira Jane unsere größte Figur ist? Das hat sich wohl erledigt. Ich glaube, das hat sich erledigt. Unsere Erfahrung mit dem Store tun wir am Ende des Videos erzählen, okay? Genau. Hi. So, So. ihr seht, das Ding ist leicht groß. Ja, ziemlich groß, also auch schwer. Momentan größer als ich, glaube ich. Ja. Oder? Ja, passt. Ja, passt. So, Genau. bevor wir hier dieses mega fette Teil auspacken, müssen wir ein paar Dinge anmerken. Ja, also was uns zuerst gewundert hat, war, als wir es bestellt hatten, hieß es, dass es von Green Lotus erstellt wird. Jetzt steht hier aber ein ganz anderer Name drin. Und zwar, Moment, nehmen wir das Ganze, Long Hu Studios. Irgendwie strange, aber ist ein anderes Studio wie das, was wir damals bestellt haben. Außerdem, ihr seht ja hier den kleinen Transportschaden, auf der anderen Seite ist auch noch einer. Diese Ecke hier ist relativ eklig eingedrückt. Ich hoffe, da ist nichts mit der Figur passiert. Ja, das hoffen wir mal. Okay. Alright. Okay. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, es sieht aus wie so ein Waffenpäckchen. Mhm. Aber übel. So ein Shotgun oder sowas drin mit Aufsätzen. Machen wir jetzt auf Lara Wahrscheinlich Croft. kommt irgendwas illegal eingeliefertes hier oder so. Oh, holy. Was haben wir uns da angetan? Was Großes. Nur vielleicht zum Zeigen. Also falls ihr euch wundert, warum ich so einen komischen Daumen habe, ich habe ihn richtig übel geschnitten. So, guckt euch das mal an. Das da ist eine Säule, na, die ein Teil des Dioramas der Figur ist. Ich sehe Okay? gerade den Kopf, dass das Ding ist so groß lang. Also, die erste Hürde ist überstanden. Wir machen die zweite Schicht weg. Ja! Oh, leck. Uff! Ach du Scheiße! Das ist ein Schädel von irgendwas. Das ist ein Drache. Das ist dieses Monster von diesem... Hey, guckt euch das mal an. Das Ding ist so groß wie mein Schädel. Leck mich! Ja! Ich nenne es Randolph. 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 Das ist der Randale-Wolf. Von was ist der? Randolph. Nein, von was ist der? Du wolltest sagen, was der ist. Ich dachte eher von diesem Kampf, wo Ersa gegen diese 100 Dämonen kämpft. Oh, das könnte Oder was sein. meint ihr? Okay. Ersas Kopf. Und hier ist das Schwerste von allem. So, nimmst du das Styroporing weg? Natürlich. Das hier ist die Base. Aber man muss sagen,
Ist da unten was drauf? Warte. Also das finde ich jetzt richtig cool, aber es wiegt echt einiges. Ja. Krass. So, weiter geht's. Ja, Weiter geht's. jetzt geht's am Aufbau. Oh Gott. Und es ist nicht meine Anleitung dabei. Ich sehe es kommen, wir scheitern jetzt schon dran. Wir haben es geschafft, Das war gerade. aber ich habe das Gefühl, dass meine Lebensleiste sich um die Hälfte verkürzt hat. Einerseits wirkt die Figur schon sehr robust, aber einerseits gibt es so Teile, wo du denkst, oh mein Gott, eine falsche Bewegung ist kaputt. Ja, voll, absolut. Ich meine, allein als wir die Beine oder die Flügel dran gemacht haben, Alter, also mir ging richtig die Düse gerade. Auch da diese Schulterteile, die sind ja, also ich glaube, sind ultra empfindlich. Sehr Sind wirklich zerbrechlich, ja. Aber Ja. im Ganzen bin ich zufrieden. Ich finde die Farben toll, die Größe ist wirklich außergewöhnlich. Hat sich's Warten gelohnt? 2 Jahre ist schon heftig, aber es hat sich gelohnt. Puh. Genau. Boah, das war dann richtig, richtig anstrengend. Also, ja, aber wirklich. das ist nicht unsere letzte große Figur. Jill und Wendy warten auch noch auf uns. Die Figur wird noch mal ein Tick größer sein. Und wir wissen auch noch nicht, ob sie auch wirklich dieses Jahr ankommt. Kann sich natürlich auch verschieben und man weiß ja nie, ob irgendwas ankommt. Was sagt ihr zu dieser Figur? Findet ihr sie gigantisch, so wie wir? Oder sagt ihr, na, lieber eine Bandpresto? Also ich muss sagen, für den Stressfaktor ist die Bandpresto-Figur auf jeden Fall um einiges angenehmer. Ja. Da steckt man 3 Teile zusammen, im schlimmsten Fall, und das war's. Wenn ihr diese Figur kennt, ne, der Größenvergleich, guckt das mal an. Ja. Na, Ja, wobei man den auch auf den Boden werfen kann und dem passiert nichts. der Goku? Ja. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ne? Eure Meinung interessiert mich wirklich. Was findet ihr gerade besser? Ich muss sagen, was ich immer so ein bisschen schwierig bei den Resi-Figuren jetzt finde, ist, dass da nie irgendwie eine kleine Anleitung dabei ist. Bei Mira Jane war tatsächlich eine kleine dabei, aber jetzt bei Shigi oder bei dieser Figur war nichts dabei und man muss sich komplett auf die Abbildung von dem Karton verlassen. Und das finde ich dann ein bisschen schwierig. Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, was ich da. Also dazu kann ich gar nicht mehr groß was sagen, weil wie gesagt, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Ich habe aber noch meine Erfahrung mit dem Storia gemacht. Und da kommen wir gleich dazu. Wir haben diese Figur beim Fanatic Anime Store bestellt, was jetzt nicht unbedingt ein kleiner Shop ist. Er hat Mediocre bis also so 3 bis 4 Sterne Bewertungen, so durchschnittlich. Und das war tatsächlich das erste Mal, das war noch bevor wir Mira Jane bestellt haben wir Ersa bestellt. Und es war das erste Mal, wo wir gesagt haben, wir bestellen uns eine Big Size Figur. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben sie im Februar 2019 bestellt. Dann hieß es noch von den Green Lotus Studios. Und sie sollte eigentlich laut verschiedenen Quellen, nicht laut der offiziellen Quelle, aber laut verschiedenen Quellen, im September 2019 rauskommen. Okay, ist nicht passiert. Ist in Ordnung. Ich meine, da hat schon so Corona leicht angefangen, meine ich. Genau, und da war alles irgendwie den Berg ab. Und wir haben öfters probiert herauszufinden, wann die Ersa wirklich rauskommen soll. Anton hat dann natürlich auch dem Studio geschrieben, beziehungsweise dem Händler. Und er konnte uns leider keine Auskunft geben. Und da waren wir uns schon unsicher, kriegen wir die Figur noch? 2020 habe ich im September habe ich den das erste Mal groß geschrieben, gesagt, hey, es ist jetzt ja schon ein Jahr her, habt ihr denn irgendwelche Infos dazu? Und dann hieß es, ja, das soll Ende diesen Monats rausgeschickt werden. Und das war dann aber auch so, dass ich jeden Monat den geschrieben habe,
bis in Dezember, muss man sagen. Und jedes Mal hieß es, Ende dieses Monats soll es rausgeschickt werden. Ist halt nie passiert. Na, also September, Oktober, November, Dezember. Im Januar hieß es dann, ja, ist noch nicht da, wir haben keine Rückmeldung vom Studio. Also man hätte auch von Anfang an sagen können, hey, wir kriegen keine Info vom Studio zurück. Es ging dann ein halbes Jahr, haben wir gewartet, wo ich dann aber auch dann irgendwann gesagt habe, oder du dann eben auch, dass wir das Geld zurückhaben wollen. Dann haben sie sich aber geweigert, uns das Geld zurückzugeben. Aber konnten auch trotzdem noch nicht sagen, ob die Figur überhaupt noch rauskommt. Genau. Also wir haben uns dann auch auf eBay informiert oder auf anderen Herstellerseiten. Da gab es keine Infos dazu. Bloß auf eBay gab es halt dieses, du kannst dir für so und so viel kaufen, aber es war halt kein Datum da. Mhm. Und ich finde es doof, wenn ein Händler sagt, es kommt da und da raus, obwohl es gar nicht rauskommt. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann auch irgendwann gesagt, also die ist jetzt tatsächlich heute angekommen, haben wir absolut nicht mit gerechnet. Wir wissen seit Mitte Dezember, dass es rausgeschickt wurde. Mitte Dezember, glaube ich. Aber wir konnten auch nicht nachverfolgen, wo sie gerade ist. Also Genau. die Tracking-Nummer war auch nicht ordnungsgemäß angelegt. Richtig. Ja, aber wir haben so weit daraus gelernt, dass wir gesagt haben, bei diesem Store bestellen wir nicht mehr. Das sind unsere Erfahrungen. Wir können euch nicht sagen, bestellt da nicht oder bestellt da, wie auch immer. Ihr könnt aus unserer Erfahrung lernen, wenn ihr das wollt, aber wir werden dort sicher nicht mehr bestellen. Ja, das hat so viel Nerven gekostet. Ja. Ja, letztendlich ist es trotzdem eine tolle Figur. Ja, Aber natürlich. die Nerven, die waren dann schon... Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon am Ende von unserem Video. Ne? Ja. Sagt uns doch, wie ihr diese Figur findet. Und habt ihr schon mal in diesem Store bestellt? Habt ihr Erfahrungen damit gemacht und teilt sie uns auf jeden Fall in den Kommentaren mit, weil vielleicht habt ihr ja positive Erfahrungen gemacht, vielleicht habt ihr genauso negative Erfahrungen gemacht wie wir. Das würde uns auf jeden Fall mal interessieren. Ja, wäre sehr interessant. Ja, genau, und somit, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Süßen.